Hallo, ich bin der Tommy von petrolhead.ch. Meine Frau und ich kaufen uns ein neues Auto und gehen mit der Zeit. Es ist ein Elektroauto und für mich ist das kein Widerspruch. Als Petrolhead habe ich einfach Freude an schönen und schnellen Autos. Ob sie jetzt mit Petrol, also mit Benzin angetrieben werden oder nicht, spielt für mich dann nicht so eine Rolle. Petrolhead ist einfach die englische Bezeichnung für Autofan. Wir haben schon vor ein paar Jahren angefangen, uns mit Elektroautos zu befassen. Wir wollten schliesslich wissen, welches das beste Modell ist für uns. Neben all den Informationen sind wir in ganz viele Elektroautos reingesessen und haben Probefahrten gemacht. Die Seeland Elektromobilität Show SEMS in Lyss im Berner Seeland war dabei eine grosse Hilfe. Am 26. August 2023 findet sie wieder statt. Geht unbedingt vorbei schauen, wenn ihr in den nächsten Jahren auch ein Elektroauto kaufen wollt. In der Videobeschreibung unten findet ihr einen Link dazu. Bestellt haben wir schlussendlich hier. Also nicht wirklich hier. Denn bei Tesla kannst du das Auto nicht mehr im Laden bestellen, sondern nur noch über das Internet. Der Verkäufer kann höchstens zuschauen, wie das Formular am Computer ausfüllst. Er kann dir auch keinen Rabatt geben, keine Extras anbieten und bekommt auch keine Provision. Das ist also wirklich ein Unterschied dazu, wie man früher Autos gekauft hat. Alle zahlen den gleichen Preis. Obwohl bei Tesla ist er ja gerade Anfangsjahr ein paar tausend Franken runtergekommen. Und es ist eigentlich alles inbegriffen, was bei anderen Autos musst extra zahlen musst. Die tiefen Einstiegspreise sind ja häufig nur Lockvogelangebote und gehen sehr schnell rauf. Bei Tesla ist aber zum Beispiel Sitzheizung, Lenkradheizung, Kameras immer dabei. Das macht die Produktion einfacher und wegen dem billiger. Andere Hersteller überlegen sich das ja auch. BMW zum Beispiel will auch alles einbauen, aber man kann es nicht einfach brauchen, sondern muss ein Abo dafür zahlen, wenn man im Winter ein warmes Foto möchte haben und so weiter. Das ist in meinen Augen der falsche Weg. Teslas habe ich immer schon interessant gefunden. Es ist schon 8 Jahre her, dass ich den ersten Tesla S bei Probe gefahren. Das war das erste Video auf meinem YouTube-Kanal. Und vor 7 Jahren bin ich dabei, wie in Bern das Tesla Service Center aufgegangen ist. Dann war der Alexander Czapat Stadtpräsident. Er hat nach einem lustigen Anspruch das Band mit dem Scherli an seinem Sackmesser durchgeschnitten. Links zu beiden Videos findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Nach dem Stellen ist dann das Warten losgegangen. Zuerst hat es für die Auslieferung geheißen Januar bis März, dann unbekannt, dann April bis Mai und dann ist es Mitte März plötzlich ganz schnell gegangen. Ich habe ein SMS bekommen, das gesagt hat, ich kann jetzt das Datum auswählen. In der nächsten Woche 3 Tage, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag. Und eine Uhrzeit. Da musst du auch gerade Zeit haben. Ich habe also einen Tag und ein Zeitfenster ausgesucht und dann sofort den Projektleiter für die Elektromobilität bei uns in die Einstellhalle angerufen. Jetzt muss er vorwärts machen. Einen Tag vor dem Abholen trifft dann das Formular von Tesla ein. Damit muss ich das Auto einlösen. Im Strassenverkehr Sound Bern schicken sie mich aber zuerst wieder weg. Also das fängt ja schon mal gut an. Ich werde hier übergeschickt in ein anderes Gebäude, Verkehrsprüfzentrum. Müsste erst dort hergehen mit dem komischen Formular. Was denn jemand kontrolliert? Jetzt warte ich da schon seit 10 Minuten. Sie haben Kilometerstand 13 draufgeschrieben und allgemeinen Zustand Neuwertung eingesehen und kontrolliert. Das Kleberli draufgeklebt für 5 Franken 50 Zusatzgebühr. Und ich bin wieder zurück zum anderen Gebäude, wo ich tatsächlich noch vor dem 4 Uhr eintreffe, bevor sie zutun. Und ich bin gescheit und habe vorher vor dem Go gerade noch mal ein Nummerli gezogen. Dank dem komme ich jetzt dann gerade an die Reihe. Jetzt hat es doch noch geklappt. Hier haben wir den Fahrzeugausweis für den Tesla. Ist aber also knapp geworden. Aber es hat ja gerade noch gelangt. Und jetzt am nächsten Tag also abholen. Wir sind jetzt hier auf der Fahrt ins Auslieferungszentrum nach Studen. Und der Tesla abholen ist dort frisch mit dem Zug angeliefert worden. Andere Marken würden ihn holen und in die Garage bringen, um dort schon zu übergeben. Und bei Tesla ist alles anders. Genau, das ist nicht der Witz. Auch damit können Sie Kosten sparen. Ich verstand es ja schon. Es gibt auch keine richtige Instruktion. Schauen Sie sich die Einführungsvideos an. Heißt im SMS mit einem Link. Das macht wirklich Sinn. Es wäre ja blöd, Hunderte von Leuten jeden Tag das Gleiche zu erzählen. Da gehst Gas, da tust du bremsen. Das können Sie wirklich gescheiter daheim am Handy oder Computer lernen. Und dann sind wir da. Gerade mal reingehen. Grüezi miteinander. Es geht wirklich ganz schnell. Die Angaben werden kontrolliert und ich bekomme die Schlüsselkarte. Und Parkplatznummern. Gerade mal suchen.
Da ist es. Haha. Also irgendwo noch einmal da. So. Die Türgriffe sind super. Auch wenn wir allen Leuten zuerst erklären müssen, wie man sie bedient. Und dass sie das Knöpfchen drücken müssen, um die Tür von innen wieder aufzumachen. Der grosse Bildschirm. Für den ist Tesla bekannt. Dann nehme ich das Auto wirklich in Besitz. Autonummer montieren. Also, er hat es vorher jemandem erklärt. Man muss das ein bisschen gegen links wegziehen. Kann man es nehmen. Dann geht es runter. Das ist alles so, wie es sollte sein. Dann kann man es auch irgendwie da so reinmachen. Da bin ich wieder zurückgegeben, es geht nicht. Ah, okay, warte, jetzt. So. Und noch die hintere. Jetzt hat man gesehen, dass eins mal geklappt hat. So. Also, da rein. So. Tada! Und jetzt bleibt nur noch eins: heimfahren. Und natürlich alles ausprobieren, was wir in den Erklärvideos gelernt haben. Also, hallo Tesla. Das Wichtigste ist, aufladen am Supercharger. Ich habe natürlich prompt das Falsche von den 2 Kabel einstecken. Aber jetzt weiss ich's. Zahlen tut es automatisch über die Kreditkarte in der Tesla-App. Das ist unglaublich praktisch. Auf dem Bildschirm kann ich den Ladevorgang verfolgen, wie schnell es lädt und wie viel es kostet. Etwa halb so viel wie mit dem Verbrenner. Und daheim ist das Laden natürlich noch viel billiger. Normalerweise lädt man nie mehr wie 90%. Das schont die Batterie. Bis jetzt war unser Tesla ja schwarz, auch nicht mehr lang. Ich mache mich hier gerade auf den Weg zum Makeover. Was es wird, das seht ihr jetzt dann gerade. Wow! Ja, das ist auffällig. Super. Hellblau, so wie vieles in meinem Leben seit meinem ersten Auto. Dem hier. Es hätte aber ruhiges, kräftigeres, erwachseneres, selbstbewusstes Hellblau dürfen sein, das auch besser zum grösseren Auto passt. Die Auswahl an Folien war wirklich gross. Wir haben uns für die entschieden. Und sind mit dem Resultat mehr wie zufrieden. Die hellblaue Farbe macht Lucy, so heisst unser Tesla, wirklich zu etwas ganz Speziellem. Und endlich geht auch etwas bei uns im Keller. Heute wird unsere Ladestation eingebaut. Das erste Loch vom Sicherungskasten in unser Kellerabteil ist schnellbohrt. Das zweite durch den Stahlbeton durch geht dann schon etwas länger. Und so haben wir schon bald ein Kabel, das von unserem Zeller durch unseren Kellerraum und dann wieder raus in die Einstellhalle führt. Ja klar, einen Schönheitspreis gewinnt es nicht. Aber das ist nur eine provisorische Lösung, bis die richtige Ladeinfrastruktur für alle kommt. So kann Lucy jetzt also auch daheim aufladen. 4 Monate und 6'500 Kilometer später sind wir immer noch überzeugt von unserem Wechsel auf ein Elektroauto. Die 430 Kilometer, die uns jeden Morgen zur Verfügung stehen, haben bis jetzt noch für jede Fahrt in der Schweiz gelangt. Und die Reise auf England ist damit super gegangen. Wir sind zwar etwa eine Stunde länger unterwegs gewesen, wie mit dem Verbrenner, sind aber viel entspannter angekommen. Ja klar, wir haben 3-mal angehalten zum Aufladen in diesen 1000 Kilometern und haben dann etwas gegessen, sind aufs WC gegangen und generell einfach die Augen ein bisschen entspannt und etwas anderes gemacht wie gefahren. Ich habe öfters mal Lucy selber fahren lassen. Das kann nämlich sehr gut. Selber Gas geben, bremsen, Spur halten, auch in Kurven, tipptopp. Der grosse Bildschirm ist auch wirklich toll. Hier siehst du beim Navigieren nicht nur die nächste Abzweigung, sondern den ganzen weiteren Streckenverlauf. Das hilft, um auf den mehrspurigen Strassen schon frühzeitig ein bisschen links oder ein bisschen rechts zu bleiben, um später links oder rechts abzubiegen. Du musst auch nicht die ganze Zeit den Bildschirm anlängen während dem Fahren, auch wenn das die Leute gerne glauben. Es ist alles auf Automatik eingestellt. Das Auto tut sogar das Fernlicht selber an- und abstellen. Für Musik und Tempomat hast du Räder und Knöpfe am Steuerrad. Und für alles gibt es einen Sprachbefehl. Zum Beispiel Open Glove Compartment. Eben. Was ich auch wirklich toll finde, ist flüssiger Fahren. Das Bremspedal brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Wenn ich ab dem Gas gehe, fängt das Auto an langsamer werden. Dabei gewinnt es Energie zurück wie mit einem Dynamo. Man nennt das Rekuperieren.
Es tut dann aber nicht wie bei einem Automat immer weiter rollen, sondern haltet ganz an. Das könntest du allerdings in den Einstellungen auch ändern. Auf jeden Fall kann man so ganz gezielt schneller und langsamer werden. Das Auto reagiert einmal so unmittelbar, dass ich ganz vergesse, dass ich es mit dem Fuß bediene. Ich habe mehr das Gefühl, als würde ich es direkt mit dem Hirn steuern. Es steht auch immer die volle Leistung zur Verfügung. Egal, ob du stehst oder schon 100 Stundenkilometer fährst. Wenn du aufs Gas drückst, geht es sofort ab wie eine Rakete. Und nicht erst ein paar Sekunden später wie beim Verbrenner, wo man zuerst abschalten muss. 3,7 Sekunden von 0 auf 100, dank 534 PS. Das sind doch wirklich gute Argumente, um jeden Petrolhead zum Umsteigen auf ein Elektroauto zu bringen. Und dabei ist unser Model Y das langsamste von den 4 Tesla-Modellen. Das Auto fühlt sich auch überhaupt nicht nach den 2 Tonnen an, was es wiegt. Dank der Batterie unten im Boden hat es einen tiefen Schwerpunkt und wegen dem eine super Kurvenlage, wie ein Sportwagen. Dabei fährt es völlig leislich und abgasfrei. In diesen 6'500 Kilometern hat er mit dem Verbrenner schon über 1 Tonne CO2 ausgestoßen. Und so gar kein. Der andere grosse Unterschied zum Verbrenner ist, du kannst jederzeit kühlen oder heizen, auch wenn der Motor nicht läuft. Jetzt im Sommer kann ich über die App auf dem Handy die Klimaanlage einschalten. Und ein paar Minuten später ist es dann wunderbar angenehm, wenn ich einsteige. Sowieso verhindert der Überhitzungsschutz, dass es im Innenraum heißer wie 30 Grad wird, wenn das Auto in der Sonne steht. Kritik haben wir auch, aber wenig. Wenn die Scheibe dreckig ist und die Kamera nicht mehr richtig raus sieht, fährt das Auto wie wild an von Trockenscheiben wischern, die erst wieder aufhört, wenn der Tempomat und der Autopilot ausschalten. Da hilft nur rausfahren und Scheiben putzen. Und obwohl das Auto rundum 6 Kameras hat, siehst du trotzdem auf keiner die Vorderräder. Das würde helfen, um beim Einparkieren nicht den Randstein zu berühren. Einmal ist nur leicht angekommen und schon ist der halbe Felge verkratzt. Sonst gibt es eigentlich nichts. Das Steuerrad ist bis jetzt nicht abgefallen und das Auto ist nicht in Flammen aufgegangen. Die Gerüchte sind natürlich völliger Blödsinn, aber halten sich trotzdem hartnäckig. Unser Auto ist in Berlin gebaut worden, von Leuten, die auf jeden Fall Qualität abliefern wollten. Das merkt man. Das Lucy ist für uns genau das richtige Auto, auch mit einem vielen Platz. Dank dem, dass vorne kein Verbrennungsmotor mehr drin ist, sieht man richtig gut über die Huben rüber. Und auch Beine haben mehr Platz. Auch hinten hast du sehr viel Beinfreiheit. Trotz meiner 1,83 sitze ich dort wirklich bequem und kann Beine einfach unter den Vordersitz strecken. Der Kofferraum ist riesig und hat erst noch ein Staufach, das fast bis auf die Strasse runtergeht. Und dann kommt natürlich noch der Vorderkofferraum, der Frunk, dazu. Zum Verbrenner zurück möchte ich sicher nicht. Für das fahre ich viel zu gern mit dem Lucy um. So bin ich jetzt halt einfach ein elektrischer Petrolhead. Tschüss und danke fürs Schauen. Besucht mein Blog petrolhead.ch, abonniert meinen Kanal oder klickt hier, um ein anderes Petrolhead-Video anzuschauen. Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!